Der wahre Sinn des Lebens ist nicht, klüger oder weiser zu werden, sondern unser gesamtes Karma aufzulösen, das uns an dieses Dasein, an diese Schwingung bindet. Ich heiße Hans Wilhelm in der Sendung willkommen. Wie geht's dir, Hans? Oh, danke, Alex. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für dein Kommen zur Sendung. Ich freue mich, mit dir zu sprechen. Auf unser Gespräch habe ich mich sehr gefreut, seit einigen Wochen, seit wir es vereinbart haben, denn ich liebe die Arbeit, die du leistest. Ich liebe die Direktheit deiner Antworten auf diese. Ich bin fasziniert von tiefgründigen Fragen über das Leben und unsere Rolle darin. Aber zuallererst möchte ich von dir wissen, mein Freund, wie oder wann hast du deine spirituelle Reise begonnen? Oh, ich begann früh zu zweifeln, als ich in Deutschland aufwuchs. Ich konnte nicht an das glauben, was in Kirchen gelehrt wurde. Sie beantworteten nie Fragen wie, woher wir kommen, warum wir hier sind, wohin wir gehen. Also suchte ich weiter und dank der Beatles entdeckte ich Maharishi und transzendentale Meditation TM. Obwohl ich TM nicht mehr praktiziere, gab es mir damals viel Mut. Ja, das tat es. Selbstachtung und so weiter. In Afrika lernte ich Edgar Cayce kennen. Danach zog es mich nach Amerika, wo ich weitere spirituelle Pfade erkundete. Dort arbeitete ich glücklicherweise mit Byron Katie und Dr. Elisabeth Kübler-Ross zusammen. Mein Weg war lang und ich habe zahlreiche spirituelle Richtungen studiert. Und in den letzten ungefähr 40 Jahren war ich hauptsächlich mit einigen tief mystischen christlichen spirituellen Pfaden verbunden, von denen die meisten Informationen stammen, die ich in meinen Videos teile. Das ist im Grunde genommen die Essenz. Ich habe immer danach gesucht. Ich wollte immer das größere Bild sehen, verstehen. Das war mir wichtig, zu wissen, warum wir hier sind und so weiter und wohin wir gehen. Das zu wissen war für mich das Wichtigste. Und es ist wirklich interessant zu veranschaulichen, dass du sozusagen ein Buffet verschiedener Wege zur Wahrheit ausprobiert hast. Und das ist etwas, das manche Menschen hören müssen. Denn es ist nicht so, dass man sie findet und dann, oh, das ist es. Das ist das Einzige. Ich habe es gefunden. Manche Menschen haben dieses Glück, aber ich denke, man wird vielseitiger, wenn man beginnt, mehrere Traditionen zu studieren und nach den gemeinsamen Nennern zu suchen, um die Wahrheit wirklich zu verinnerlichen. Siehst du das auch so? Vollkommen einverstanden. Man muss herausfinden, was mit einem in Resonanz steht. Rückblickend habe ich vieles, an das ich geglaubt habe, später revidiert. Doch damals waren diese Überzeugungen notwendig, um bereit für den nächsten Schritt zu sein. Es gibt also Ansichten, die ich heute nicht mehr vertrete, die ich aber einst stark verinnerlicht hatte. Aber damals, vor 10, 20 oder 50 Jahren, glaubte ich fest daran. Meine Ansichten haben sich jedoch gewandelt. Und das ist völlig in Ordnung. Das ist der normale Weg des schrittweisen Wiedererwachens. Ich glaube nicht, dass wir Neues lernen. Was wir tun, ist, sie wecken, was tief in uns verankert ist. Vielleicht braucht es Umwege, doch grundsätzlich gilt, je mehr wir suchen, desto mehr erkennen wir, wer wir sind und warum wir hier sind. Und die Vorstellung, sich zu erinnern, statt belehrt zu werden, ist so kraftvoll, weil je mehr ich mit Mystikern und spirituellen Meistern wie ihnen spreche, desto mehr beginne ich zu verstehen, dass auch wir uns erinnern sollten. Je mehr ich mit Mystikern und spirituellen Lehrern spreche, desto klarer wird mir, dass wir uns oft erinnern, statt nur zu lernen. Als ich auf das Konzept der Reinkarnation stieß, dachte ich, das macht Sinn. Es fühlte sich an wie eine Erinnerung, die stimmiger war als das, was ich in der katholischen Kirche gelernt hatte. Für mich ist es schlüssiger, weil es wahr erscheint. Diese Erinnerung ist ungemein kraftvoll. Anders gesagt, unser Geist ist nicht leer. Er wartet darauf, erfüllt zu werden. Der Becher ist schon voll seit ihrer Geburt. Sie müssen nur den Schlüssel drehen, um Zugang zu erlangen. Das geschieht, indem sie sich entwickeln und erwachen. Richtig. Das stimmt absolut. Ich hatte genau die gleiche Reaktion wie Sie, als ich das erste Mal mit den Materialien von Edgar Cayce in Berührung kam, der natürlich über Reinkarnation sprach und dass Christus Reinkarnation lehrte. Mir ging es genauso. Oh mein Gott. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Plötzlich verstehe ich, warum jemand krank, reich, arm und so weiter wurde. Und es war einfach eine Offenbarung. Wie Sie sagten, es war ein Wiedererwachen dessen, was ich tief in mir schon lange wusste, aber mir hatte vorher niemand gesagt. Ist es nicht interessant, dass zumindest aus derselben Perspektive wie Sie und ich, dass man nur ein Leben hat und wenn man reich geboren wird, Glück gehabt. Wenn man gut aussehend geboren wird, Glück gehabt. Aber wenn man ohne Bein zur Welt kommt, ist das Pech, aber das ist alles, was man hat. Das ergab für mich nie einen Sinn. Ich dachte mir, das ist ziemlich mies. Universelle Quoten. Und dann zu sagen, dass Gott Liebe ist und dann so etwas zulässt, ergibt keinen Sinn.
Man kann nicht einerseits von einem liebenden Gott sprechen und dann denken, dass manche Menschen in ihrem einzigen Leben sehr leiden, während es anderen sehr gut geht. Das ist unlogisch. Aber die Kirchen mussten es leider lehren, denn wie Sie wissen, wurde die Reinkarnation im, ich glaube, 6. Jahrhundert gewaltsam entfernt. Durch einen Kaiser, nicht einmal durch einen Papst. Und deshalb haben alle anderen christlichen Konfessionen, die sich später von der katholischen Kirche abgespalten haben, das nie geändert und nie korrigiert. Sie haben alle dieselbe Idee übernommen, dass Reinkarnation nicht wahr ist und nicht zur christlichen Lehre gehört, obwohl Christus die Reinkarnation lehrte. Wir haben tatsächlich genügend Beweise dafür und leider wird es in der organisierten Religion einfach nicht mehr gelehrt. Für diejenigen, die zum ersten Mal davon hören, dieses Konzept der Reinkarnation, warum reinkarnieren wir eigentlich? Weil wir solche Narren sind. Wir machen nur Spaß. Wir wollen einfach nur Prügel. Wir wollen einfach weiter Prügel beziehen. Es gibt viele Gründe für eine Reinkarnation. Manche Seelen kehren zurück, um physische Freuden wie Sex zu genießen, die im spirituellen Dasein ohne Körper schwer zu erfüllen sind. Sie kommen für diese Vergnügungen zurück. Andere Seelen reinkarnieren, um Mitseelen beim Wachstum zu helfen und sie zu unterstützen. Wieder andere kehren zurück, um das Universum und das irdische Leben weiter zu erforschen und zu verstehen. Die Mehrheit der Menschen ist in diesem Leben, wie ich verstehe, hier, um unser altes, verworrenes Karma zu klären. Das ist hauptsächlich, warum wir kommen. Für durchschnittlich weniger als 800.000 Stunden, was sehr kurz ist, da wir ewige Wesen sind. In diesen sehr kurzen Zeiten treten wir ein in das, was ich die Schule der Erde nenne, um unser Karma aufzulösen. Wenn wir unser Leben betrachten, alles, was wir von morgens bis abends erleben, ist nichts anderes als ein Rückspulen unseres Lebensfilms. Das bedeutet, dass alles, was wir in der Vergangenheit getan, gedacht, anderen zugehört oder zu ihnen gesprochen haben, zu uns zurückkehrt. Alles kommt in kleinen Portionen zu uns zurück. Wir nennen es die Energie des Tages, damit wir jetzt die Gelegenheit haben, es zu klären. Deshalb werde ich plötzlich krank, plötzlich schneidet mich jemand im Verkehr, plötzlich bekomme ich diese schreckliche E-Mail, plötzlich passiert dies und das. Das sind alles Elemente, die wir einst gesät haben und die jetzt vom kausalen Computer zurückkommen. Hier ist unser Karma gespeichert, das jetzt zu uns zurückkehrt, damit wir es auflösen können. Der Hauptzweck hier im Leben ist nicht klüger oder weiser zu werden, sondern im Grunde all unser Karma aufzulösen, das uns an dieses Leben, an diese Schwingung fesselt. Er ist Erdrutsch gegangen. Oder Weltenschwingung. Also müssen wir uns befreien. Jeder Tag ist also sorgfältig von uns selbst, für uns selbst arrangiert, einzig und allein zu dem Zweck der Freiheit. Also das Konzept, hier unten zu sein, um weiser zu werden oder weiser zu sein, hängt von der Seele und ihrem Plan ab, den sie für sich selbst entworfen hat. Manche Menschen beschreiten diesen Weg, um Yogis oder Meister, spirituelle Meister in ihrem Leben zu werden. Andere kommen hierher, um zu sagen, Mann, ich habe im letzten Durchgang viel Schlechtes getan. Ich muss in diesem viel Gutes tun, um das zu bereinigen. Es hängt alles davon ab, wo diese Seele in ihrer Entwicklung steht. Und ich liebe, was du über die Schwingung gesagt hast, denn es ist etwas, das so grundlegend für alles ist, worüber wir sprechen, nämlich unsere Schwingung zu erhöhen, um tatsächlich zur Quelle zurückzukehren, wo etwas wie Hass und Wut eine sehr niedrige, dichte, langsame Schwingung ist, während Liebe extrem hoch ist. Vergebung, anderen zu dienen, das sind hochschwingende Energien, die dich immer näher an Gott oder die universelle Energie bringen, richtig? Absolut, absolut. Und es liegt in unserer Hand. Das Einzige, was wir hier tun müssen, ist zu lieben, nichts anderes. Und wenn wir lieben, lernen wir zu vergeben. Wir hegen keinen Groll, wir klären alles, was hierher kommt, und wir überwinden es mit Liebe. Es klingt so simpel, es ist nicht leicht, aber es ist so. Liebe ist alles, was zählt. Und durch Liebe befreien wir uns selbst. Und nicht nur uns selbst, sondern auch alle anderen um uns herum, die wir verletzt haben oder die uns verletzt haben. Also ist die Freiheit überall, denn Freiheit ist mein Hauptziel. Und, ich denke, für uns alle. Und Liebe ist der Schlüssel. Und wir können das durch Vergebung, Fühlen, Reue und Buße erreichen, was ich für sehr wichtig halte. Und natürlich auch das negative, lieblose Verhalten, Denken, Sprechen und Handeln zu unterlassen. Wie die Beatles sagen, Liebe ist alles, was du brauchst. Es ist so einfach, es klingt so abgedroschen, so furchtbar.
Und dennoch, je mehr Bücher du studierst und alles andere, am Ende ist es das. Es gibt nur eine Regel und das ist Liebe. Und es gibt nichts anderes. Wir machen viele Worte und viele Texte und viele Filme und es werden andere Bücher geschrieben und so weiter. Aber es kommt immer darauf zurück. Es sagt. Und im Grunde sagt es, tu das, was du bist. Wir sind Liebe. Und indem wir Liebe werden und Liebe tun, sind wir ganz wir selbst und erreichen, wie du zuvor sagtest, eine höhere Schwingung und kehren zurück zur Quellenergie, die reine Liebe ist. Ist es nicht erstaunlich, dass wir neigen dazu, Dinge stark zu verkomplizieren? Ja, das ist unsere Spezialität hier. Das Ego verkompliziert Dinge. Doch bei genauer Betrachtung haben Sie völlig recht. Und wieder, aus der Perspektive, in der ich auf diesem Stuhl sitze, nachdem ich mit so vielen Menschen aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen gesprochen habe, die alle über ähnliche Konzepte sprechen, sind die einfachsten Gespräche oder die einfachsten Ideen die mächtigsten. Und wenn man zurückblickt auf Christus, Yogananda, Buddha, dann waren die Ideen, die sie in die Welt gesetzt haben, einfach. Grundideen einfach halten. Behandle andere, wie du behandelt werden willst, schlicht und fundamental. Keine 5 Absätze, 6 Seiten oder Bücher nötig. Also, wenn du das umsetzt, gut. Sonst bleib bei einfach. Natürlich. Mein Lehrer sagte immer, Gott ist geniale Einfachheit. Und ich fand das sehr kraftvoll, denn normalerweise machen wir so viel daraus. Wir sind in unserem Intellekt. Wir verwenden viele intellektuelle Dinge, die wir aufgeschnappt haben, und dann machen wir es kompliziert. Und dann werden wir erschöpft. Aber wenn wir in uns gehen, unseren Geist beruhigen und so weiter, in uns gehen, denn das Reich Gottes ist in uns, wir müssen nirgendwo hin, weit hinaus. Es ist alles da, wir haben alles. Dort findet man Stille, dort findet man Ruhe und dort findet man Einfachheit. Intelligenz ist Einfachheit, der Intellekt, Komplikation. Es ist interessant, wenn wir etwas zurückblicken auf das, was wir über unsere Ursprungsgeschichten und die katholische Kirche gesagt haben. Ich fand es immer so interessant, dass man haben konnte, einen Gott, der dich liebt, doch sehr zornig ist. Um ehrlich zu sein, im Alten Testament wirkt er ziemlich egozentrisch, nach dem Motto, verneige dich oder du wirst dies oder das sein oder Gott bewahre in die Hölle kommen. Sprechen wir über die Hölle. Diese Konzepte machten für mich keinen Sinn. Als Eltern versteht man, dass es unsinnig ist. Es gibt nichts, was unsere Kinder tun könnten, um sie ewig zu verdammen. Und wenn wir das nicht können, wie könnte dann unser Schöpfer? Es machte keinen Sinn für mich. Sie reden aus einer Mundhälfte. Liebe, Liebe ist alles, was du brauchst. Und dann so, aber wenn du das nicht tust. Es kommt von der Spende. Ja, das erkannte ich bald. Das funktioniert nicht für mich. Du hast völlig recht. Ja, das meinte ich, es geht nicht. Die Schreiber der alten Bibeltexte hatten als einziges Vorbild die Pharaonen, die bekanntermaßen sehr egozentrisch, machthungrig und rachsüchtig waren. So wurde der Gott des Alten Testaments sehr nach dem Bild dieser Pharaonen gezeichnet. Wir haben also ein sehr menschliches, fehlerbehaftetes Wesen und haben dieses Bild auf Gott projiziert. Christus hingegen versuchte, diese Vorstellung zu korrigieren, indem er lehrte, dass Gott Liebe ist und dass diese Liebe ausreicht. Er stellte somit vieles richtig. Dennoch wurden viele Elemente in der organisierten Religion stark verändert. Es war letztlich das Römische Reich, das die Bibel in ihrer heutigen Form zusammengestellt hat. Es bleibt die brennende Frage, was geschehen wird, wenn die Menschen die ganze Wahrheit herausfinden. Ich bin ein Fälscher, ich bin ein Lügner. All diese widersprüchlichen Texte zusammenzufügen, ist sehr schwierig, denn aus den verschiedenen Texten, aus denen die Bibel jetzt besteht, etwas Konsensfähiges zu schaffen, das überall übereinstimmt, ist es eben nicht. Sie sind voller Widersprüche, überall. Und unsere organisierten Kirchen nutzen natürlich all diese verschiedenen kleinen Dinge, die ihnen passen und andere, die ihnen nicht passen. Deshalb bleib bei dir selbst. Die Kirche ist in dir, Gott ist in dir. Du musst keiner Organisation beitreten. Du musst zu keinem Priester, Rabbiner oder was auch immer gehen. Es sei denn, du fühlst wirklich und dort findest du Trost und so weiter. Es ist nichts falsch daran, dorthin zu gehen, wenn du in einer schwierigen Situation bist und niemand anderen hast. Es ist möglich, dass du zu jemandem gehen möchtest. Ja, jeder hat einen Zweck. Aber die Idee ist auch frei zu sein von diesen weltlichen, menschengemachten Einschränkungen, die wir in der Religion finden. Richtig, und ich liebe die Idee. Was du gesagt hast, klingt nach egoistischen Dingen, die wir anwenden. Unsere Götter. Einfach die Griechen betrachten.
Die gesamte Mythologie der griechischen Götter, die damals ihre Religion war, spiegelte menschliche Schwächen wider. Die Pharaonen machten das Gleiche mit den ägyptischen Göttern. Ich meine, all diese Götter hatten solche menschlichen Schwächen, weil das alles ist, was wir uns vorstellen können. Die Vorstellung, dass es nur Liebe ist, das ist alles. Übrigens, wenn du eine Verbindung zu Gott herstellen willst, ist sie in dir selbst. Kannst du dir vorstellen, dass ich so kein Geld verdienen kann? Nein, 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 du legst den Finger auf die Wahrheit. Ich meine, wie soll ich goldene Mauern um mein Schloss ziehen, wenn alles in dir ist und du nicht kommen musst, um es zu finden? Wie das alte Sprichwort sagt, na, folge einfach dem Geld. Ja, ja, genau, es stimmt. Es ist so, folge dem Geld. Oft ist es einfach so, nun, ich muss dies tun, um das zu tun. Jetzt musst du nicht. Es gibt auch all diese Rituale, die, wie die organisierten Religionen zeigen, verbinden. Die Rituale binden uns ebenso. Sie mögen sehr wunderbar und ätherisch klingen, aber im Grunde sind es alles bindende Dinge an weltliche Angelegenheiten. Auch das. Was ist das Wort dafür? Alte Programme und weiteres bewahren. Es hält uns zurück, nicht im Hier und Jetzt zu leben. Wenn wir uns an alte Geschichten klammern, seien sie von Stämmen, Religionen oder anderen, verpassen wir das Jetzt. Wir sind hier. Es geschieht gerade. Seien wir im Hier und Jetzt. Die Anleitung für unser Tun liegt im Jetzt. Lassen Sie mich eine häufig gestellte Frage aufwerfen. Warum wählt man eine Inkarnation in einem kränklichen Körper? Ein beschädigter Körper, der Teil einer missbrauchenden Familie wird oder darin hineingeworfen ist. Religion oder Gemeinschaft, die dich nur niederschmettert? Warum sich dafür entscheiden? Das ist hart für den. Egoistischer Verstand, um zu begreifen, Entscheidungen zu fällen, durch Feuer zu gehen. Aber ich möchte deine Meinung hören. Nun, ich denke, du bist ein Vater, ein Elternteil. Wenn eines deiner Kinder sehr, sehr krank ist, wirklich krank und vielleicht stirbt, möchtest du vielleicht sagen, oh Gott, nimm lieber mich, aber nicht mein Kind. Das wirst du, als Vater. Du hast dieses liebevolle Gefühl für dieses Kind. Jetzt gibt es Seelen auf der anderen Seite, die sehen, dass ihre Seele, der sie nahestehen, sehr tief gefallen ist und enormes Karma angehäuft hat. Sie übernehmen manchmal das Karma einer anderen Person. Wir können das tun und stellvertretend inkarnieren, damit die Seele der anderen Person schneller in den Reinigungssphären vorankommen kann. Es gibt viele Seelen, die in extrem unglücklichen, meist behinderten Situationen inkarniert sind, die tatsächlich nicht die Seelen sind, die das Karma erschaffen haben, sondern das Karma einer anderen Seele übernommen haben, die so energiearm ist, dass sie nicht mehr inkarnieren konnte. Das ist eine Sache. Ich meine, das ist nur eine Person. Deshalb sollten wir nie auf jemanden schauen und sagen, oh, er muss schlechtes Karma gehabt haben. Nein, das sollte niemals sein. Wie auch immer, es betrifft uns nicht. Es ist müßig zu spekulieren, warum jemand ein bestimmtes Unglück erleidet. Doch es ist wichtig, dass wir uns davon abhalten zu überlegen, warum eine behinderte Person oder jemand, der Pech hatte, vergewaltigt wurde oder Ähnliches ertragen muss. Natürlich kann es viel Negativität geben, die wir angesammelt haben, vielleicht sogar aus früheren Leben. Möglicherweise waren wir Mörder, Vergewaltiger, Killer oder Sadisten. Wir könnten in unzähligen Leben vielerlei getan haben. Ich meine, das ist gewaltig. In jenen Leben. Und im Mittelalter, wie du dir sicher vorstellen kannst, war das Leben hart. Es ist nicht wie in den USA im Moment. Hier haben wir zwar ein paar Probleme, aber verglichen mit dem Mittelalter konnte man nicht einmal von einem Dorf zum anderen gehen, ohne ausgeraubt oder getötet zu werden. Und wir hätten leicht einer von denen sein können. Das ist also alles angesammeltes Karma. Also sagt die Jagd, ich werde das durchstehen. Es sind nur 800.000 Stunden. Ich werde das durchstehen. Ich werde es ertragen. Erfahrung, was ich anderen als behinderte Person, als vergewaltigte Person, was auch immer es ist, gegeben habe. Denn ein vergewaltigtes Kind ist keine junge Seele, es ist eine alte Seele, die vielleicht auch schon viele frühere Leben durchgemacht hat. Also, so schrecklich diese Taten auch sind, und sie haben Konsequenzen für denjenigen, der den Schaden zufügt, wie den Vergewaltiger und so weiter, das ist eine karmische Konsequenz. Aber für die Person, die inkarniert und Erfahrungen macht, das Grauen des Krieges, die Schrecken der Vergewaltigung, der Folter, des Völkermords, das ist etwas, das die Seele vor der Incarnation bereits kannte. Es ist schwierig für uns,
das zu begreifen. Aber wir haben es. Was ich in meinem Bart, in meinen Videos zeige ich etwas wie einen Bildschirm, auf dem wir unser zukünftiges Leben als Flussbett sehen. Es gibt Stromschnellen und Hindernisse wie Felsen, die Schwierigkeiten symbolisieren. Diese sind Herausforderungen, denen wir wahrscheinlich begegnen, nicht mit Gewissheit, da wir den freien Willen haben, unseren Weg zu ändern. Aber sie sind schwierig. Probleme mit Schwiegereltern, Krankheiten unserer Kinder oder andere harte Lebenssituationen. Was auch immer passiert, wir blicken auf dieses Flussbett und steuern unseren Kurs. Wir stimmen voll und ganz zu. Niemand ist hier unfreiwillig, jeder sagt ja. Ich werde das tun, ich werde es durchstehen und dann ist es vorbei. Es ist wie das Tilgen einer Schuld. Stellen Sie sich vor, Sie schulden jemandem $500.000, was Sie belastet, weil Sie es kaum zurückzahlen können. Ihr Einkommen reicht nicht aus. Und jemand bietet an, arbeiten Sie eine Woche lang extrem hart für mich, rund um die Uhr, und Ihre Schulden sind erlassen. Sagt ja, ich werde das tun. Und die sehr kurze Zeit hier macht es so attraktiv, denn in der spirituellen Welt haben wir keinen physischen Körper und alles dauert viel, viel länger. Das Zeitkonzept ist anders als das, was wir hier kennen. Also erleben wir nicht nur das gleiche Karma über eine viel längere Zeit, sondern wir haben auch keinen physischen Körper. Und der physische Körper ist sehr hilfreich, denn er wirkt wie ein Puffer. Wir können etwas tun. Bei körperlichem Schmerz können wir Medizin nehmen und ihn lindern. Diese Möglichkeit haben wir in der spirituellen Welt nicht. Dort spüren wir sofort die Folgen unserer Taten, das zurückkehrende Karma. Das ist ein Geschenk. Daher ist die Ankunft auf der Erde für jeden ein wertvolles Geschenk, ein Segen. Es ist ein unglaubliches Geschenk. Wir erleben einen enormen Bevölkerungszuwachs auf der Erde. In nur 100 Jahren ist die Zahl von 2 Milliarden auf 8 Milliarden explodiert. Der Grund dafür ist einfach. Viele Seelen in Läuterung, die unzählige Kriege im Jenseits erlebt haben, sehen, dass die Erde durch schwierige Zeiten geht. Sie ergreifen die Chance, das von ihnen verursachte Chaos schnell zu bereinigen und sich dann für ein neues Leben anzustellen. An jede die Möglichkeit, in jedes neugeborene Baby zu inkarnieren. Mehr Seelen wollen inkarnieren, als Babys vorhanden sind, bedingt durch Abtreibung und Geburtenkontrolle. Viele Seelen, die auf die Erde kommen möchten, müssen sich entscheiden, in Entwicklungsländern zu inkarnieren, obwohl dies oft nicht ihrer höheren Schwingung entspricht. Sie sind meist fortgeschrittener, wählen aber diese Inkarnation, um in den nächsten 5000 Jahren hier zu sein, während die Erde schwierige Zeiten durchlebt. Das erklärt die hohe Bevölkerungszahl. Die Seelen sind verzweifelt, Teil dieser Erfahrung zu sein. Viele Menschen sind unzufrieden mit ihrem Leben und denken, ich hasse es hier, ich will weg. Aber es gibt einen tieferen Grund für ihre Anwesenheit auf der Erde. Ich würde Selbstmord bevorzugen, statt dort zu bleiben. Doch sollten wir erkennen, dass unser Dasein auf Erden ein Geschenk ist, ein Segen. Milliarden Seelen streben danach, in diese Erdschule zu kommen. Das ist wie Yale oder Harvard, eine der besten Schulen überhaupt. Es ist wirklich hart, wie bei jeder Ivy League-Schule, eine große Herausforderung für jeden. Doch haben wir uns einmal darauf eingelassen, sollten wir durchhalten. Wir sind nicht allein. Unser Schutzgeist hilft uns ständig. Wenn du an Christus glaubst, ist er in uns. Selbst ohne Glauben ist die Christuskraft präsent. Zudem stehen uns Gott und die göttliche Welt bei, die uns unterstützen, helfen und ermutigen, diese Herausforderungen zu bewältigen und ein erfolgreiches Leben zu führen. Wir sind hier nicht allein, das ist sehr wichtig. Wir sind niemals wirklich allein, selbst wenn es so scheint. Ich hatte die Chance, mit vielen Menschen zu sprechen, die Nahtoderfahrungen erlebten. Ein zentrales Thema aus diesen Gesprächen, das zur Diskussion über die Lebensrückschau passt, ist die Fähigkeit, das eigene Leben zu sehen und zu fühlen. Sie spürten, was sie und andere in bestimmten Momenten empfunden haben, was sehr eindrucksvoll ist. Eine faszinierende Idee, dass man den Schmerz und das Leid, das man anderen zugefügt hat, spürt. Von kleinen Verletzungen bis zu gravierenden Taten. Wir fühlen das wirklich. Meinen Studien nach haben Sie recht. Niemand ist unfreiwillig hier. Bei vorhandenem Karma könnte man sich für eine Reinkarnation entscheiden, um sich damit auseinanderzusetzen. Doch Fortschritt ist unmöglich ohne diese Auseinandersetzung. Und auf der anderen Seite waren sie wie, nein, ich möchte wirklich hinuntergehen und mich darum kümmern, denn auf der anderen Seite
Es wird als Training oder Schulstunde betrachtet, anders als wir es sehen, nämlich als das schwere Last von, oh mein Gott, ich muss all dieses Gewicht tragen. Sie hingegen sagen, nein, gib mir mehr Gewicht, je mehr ich tragen kann, desto schneller komme ich voran, desto schneller kann ich mich entwickeln. Aber genau darum geht es bei all dem, die eigene Schwingung immer weiter zu erhöhen. Können Sie das erklären? Was sind aufgestiegene Meister? Wandelnde Meister auf der Erde, denn es gibt heute wandelnde Meister unter uns. Was genau machen sie anders als wir alle? Und wie können wir das auch erreichen? Ich bin bei diesem Punkt unsicher, weil ich nicht. Ich habe Menschen mit hochentwickelten Schwingungen getroffen, die wirklich das Gesetz der Liebe leben, doch einen echten Meister des Gehens traf ich noch nicht. Wer sich selbst Meister nennt, ist es. Ich bin bei diesem Thema etwas vorsichtig, denn ich denke, wir sind hier auf der Erde auf einem so niedrigen Niveau, dass ich nicht weiß, ob jemand wirklich ein Meister sein kann. Ich werde diese Antwort lieber meiden. Ich persönlich glaube nicht unbedingt, dass es hier viele Meister gibt. Es gibt Menschen, die das Gesetz der Liebe ausdrücken, es gut lehren und ein Beispiel sind, wie Christus definitiv ein Meister war, aber ich habe selbst nicht genug Erfahrung, um darüber zu urteilen und was auf den anderen höheren Ebenen passiert. Auf der anderen Seite stehen die lehrenden Engel. Sie entstammen der höchsten absoluten Wirklichkeit und steigen in die Sphären der Läuterung, die geistigen Reinigungsebenen herab, um die Seelen im Weitergehen zu unterrichten. Diese Engel müssen nicht zwingend auf der Erde inkarniert haben, sind jedoch lehrende Geister, die der Seele beim Fortschritt helfen. Was du zuvor über die Lebensrückschau gesagt hast, enthält einen wichtigen Punkt, den wir oft übersehen. Es geht um den tieferen Grund unseres Tuns. Es dient nicht nur dazu, unser Karma zu lösen, das wäre zu einfach gedacht. Aber es bewirkt, dass etwas in unserer Seele verankert wird. Wenn ich etwa jemanden verletzt habe, weil ich Falsches sagte oder ähnliches. Es tut weh. Ich spüre es jetzt sehr stark in mir. Es ist teilweise Reue darüber zu empfinden, aber auch es in meiner Seele zu speichern. Deshalb, das formt unser moralisches Gewissen. Wenn wir also wieder inkarnieren, beim nächsten Mal, wird unser Gewissen uns erinnern, sag das nicht noch einmal. Du hast es bereits getan und es hat einfach nicht gut funktioniert. Also tu diese Handlung nicht noch einmal. Daher kommt unser Gewissen im Grunde aus der Lebensrückschau, wo wir die Negativität in früheren Leben gesehen haben. Und das wird in uns gespeichert als Teil unseres Gewissens. Natürlich ist das Gewissen mehr als das. Es lernt auch im Laufe unseres Lebens. Aber das ist einer der wichtigen Punkte, wie wir uns plötzlich erinnern. Oder wie unsere innere Stimme uns warnt, oh, tu das nicht, geh nicht diesen Weg. Diese Stimme ist in uns. Sie ist unser Gewissen. Und wahrscheinlich haben wir in der Vergangenheit bereits einen ähnlichen Fehler gemacht, der nicht gut ausgegangen ist. Es ist sozusagen wie eine spirituelle DNA. Ja, kann man so sagen. Nun, Sie erwähnten die Beatles in Maharashtra. Haben Sie sie dort getroffen? Nein, ich bin wirklich nicht so weit gegangen. Nein. Ich besuchte nur die Kurse und das half mir enorm, ehrlich gesagt. Es war beeindruckend. Ich lernte mein unruhiges Affengehirn zu beruhigen. Das gewonnene Selbstvertrauen war fantastisch. Doch wie gesagt, ich meditiere nicht mehr nach dieser Methode. Ich praktiziere eigene Meditationstechniken. Jeder, der sie sehen möchte. Und auch ein Video darüber, wie man meditiert, das habe ich auf meinem Kanal. Und ich habe auch angeleitete Meditationen, die etwas anders sind, aber es war ein sehr kraftvoller und notwendiger Schritt in meiner Entwicklung hier. Richtig. Es geht nicht um die Art der Meditation, sondern dass du meditierst. Egal welche, das Beste für dich. Das ist das Konzept. Du musst nicht zu TM oder sonst wohin. Finde einfach, was für dich funktioniert. Es geht darum, dass du meditierst. Ich möchte auf einen wichtigen Punkt eingehen, den du angesprochen hast. Du hast erwähnt, dass du durch Meditation unglaubliches Selbstvertrauen entwickelt hast. Würdest du sagen, dass dieses Selbstvertrauen entstand, weil du begonnen hast, dich mit deinem höheren Selbst zu verbinden und dir deiner wahren Identität bewusster wurdest? Als das geschah, ließ die Angst nach und du erkanntest klarer, wer du wirklich bist. Wenn du beginnst, all diesen Lärm um dich herum zu beruhigen, denkst du plötzlich, oh, Moment mal, ich bin ja eine Seele. Das ist der Pfad, den ich eingeschlagen habe, denn seitdem ich meditiere, bin ich viel ruhiger und selbstsicherer geworden.
Dinge, die mich früher störten, sind heute weniger ärgerlich. Solche Dinge. Früher, wenn jemand mich im Verkehr schnitt, jagte ich hinterher, zeigte den Stinkefinger und hupte wild. Ich dachte, wie kannst du das nur tun? Wie nur? Als ich jung war, störten mich viele Dinge, jetzt nicht mehr. Ich frage mich, was ist los? Was trieb den armen Kerl, das zu tun? Es tut mir leid für ihn. Ich empfinde Mitgefühl für seine Seele. Das ist generell meine Herangehensweise. Ich bin nicht ganz da, sagen wir so, aber es geht mir viel besser als früher. Genau, ja. Ich muss ehrlich sein über transzendentale Meditation. Ich habe gelernt, meinen Geist zu beruhigen, was ausreichend war. Ich denke nicht, dass ich mich zu sehr mit Seelenkram beschäftigt habe. Es war einfach eine unglaubliche Technik, die plötzlich hatte ich Kontrolle. Ich muss nicht jeden Gedanken nachgehen. Ich kann jederzeit TM praktizieren, was mir viel Selbstvertrauen schenkte. Damals war es weniger wichtig, meine Seele zu erforschen. Dies geschah später, während der Meditation und dem inneren Dialog mit dem Göttlichen. Das geschah alles viel, viel später, aber das war nicht mein erster Schritt. Jetzt, bei vielen der Konzepte, über die wir sprechen, würde ich gerne wissen, woher die Quellen für viele dieser Informationen stammen. Wo haben Sie sich am intensivsten damit beschäftigt? Und was hat bei Ihnen besonders nachgehallt, um diese Art von Arbeit in die Welt zu tragen? Viele dieser Konzepte sind in Hunderte, wenn nicht Tausende Lehren können aus der Geschichte gezogen werden. Wo haben Sie diese Lehren gefunden? Wie kommen Sie aus ihnen heraus? Nun, wie ich schon sagte, habe ich viele bekannte Wege beschritten und vieles in meine Praxis integriert. Ich hatte auch die Ehre, zahlreiche spirituelle Lehrer zu treffen. Doch in den letzten 40 Jahren stammen die meisten Informationen meiner Videos aus Deutschland von einer Frau namens Gabrielle. Sie bezeichnet sich als Mysterium des Lichts. Sie werden sie nicht online finden, da sie keine Werbung oder Selbstpromotion wünscht. Sie sagt, es sei nur zwischen dir und Gott, keiner sonst, keine Organisation, nichts. Doch da sind all die Offenbarungen, die Bücher. Und im Hintergrund siehst du sie, die blauen Bücher, über Zeit entstanden. Es ist eine riesige Sophia-Bibliothek. Sie beherbergt all ihre Offenbarungen. Sie empfängt aus der absoluten Wirklichkeit. Das Material, das ich dort erstmalig las, war umwerfend. Ich konnte kaum die Tiefe und Klarheit fassen. Denken Sie an Edgar Cayce. Seine Texte sind nicht leicht zu lesen, sehr schwierig. Er ist keine leichte Kost, mein Freund, das ist er nicht. Ja. Oder Rudolf Steiner und so weiter. Das sind alles weise Personen. Aber man liest sie und muss den Satz 3-mal lesen. Und jetzt kommt es plötzlich in einer sehr klaren Sprache. Keine Fehlinterpretation möglich. Auch in einer Tiefe, die ich nie verstand, versuche ich dies zu begreifen, um es selbst zu verstehen. Als Schriftsteller und Illustrator erstelle ich Illustrationen für meine Videos, weil es mir hilft. Diese Videos mache ich primär für mich, Alex. Es klingt vielleicht verrückt, aber etwas Greifbares zu schaffen, zu zeichnen und zu sehen, wie sich alles perfekt fügt, wirkt enorm auf mich. Diese Erfahrung teile ich gern. Wenn es anderen auch hilft, ist das wunderbar. Es ist mir gleichgültig, andere zu überzeugen, den Inhalten meiner Videos Glauben zu schenken. Sie spiegeln meine persönlichen Entdeckungen wider, die ich für mich selbst mache und gerne teile. Auf meinem christlich-mystischen Pfad habe ich erkannt, dass jede erdenkliche Antwort erreichbar ist. Ich kann die Antwort finden. Alles ist sehr klar und alles ist sehr direkt. Und es gibt keine Geheimnisse. Gott hat keine Geheimnisse vor seinen Kindern. Hier gibt es kein Mysterium. Und aufgrund dieser absoluten Klarheit müssen wir keine Übungen erlernen oder irgendwelchen Gruppen oder Clubs beitreten. Oder einer Organisation mit strengen Lehrern und Priestern und so weiter. Nein, es ist nur ein Weg zwischen dir und Gott oder dir und Christus. Direkt. Es ist ein mystischer Weg, der innere Weg. Also gefiel mir der Gedanke, dass ich nicht von einem anderen System oder einer anderen Bildung, einer anderen Gruppe oder was auch immer abhängig sein würde. Es ist einfach etwas zwischen dir und Gott allein, wenn es für dich funktioniert. Das war das Mächtigste. Natürlich habe ich über die Jahre hinweg auch langsam mit vielen Fehlern gelernt anzuwenden. Die Lehren und verschiedenen Prüfungen und die Veränderungen, die ich in meinem Leben gesehen habe, waren ziemlich phänomenal. Es ist noch ein weiter Weg, aber das wenige, das ich getan habe, habe ich wirklich gesehen. Dieses Zeug funktioniert. Dieses Zeug ist wahr. Und ich meine, es sind einfache Dinge, die wir auch vom Gesetz der Projektion kennen, dass alles Äußere eine Projektion von uns selbst ist. Es gibt einfache Dinge wie das Gesetz der Anziehung und so weiter. Aber wie man sich heute zurechtfindet, das ist etwas, wo ich viel Hilfe erfahren habe.
Das zeige ich in meinen Videos. Wenn jemand zuschaut und ich meine, die Zuschauer sind sehr unkompliziert. Ich mag es, diese Dinge in den Videos zu erläutern. Für mich selbst. Nehmen wir zum Beispiel das Gesetz des Karma. Sie sehen, jemand tut dort etwas Schlechtes. Und wo wird das jetzt in den Akasha-Chroniken gespeichert und dann auf den Speicherplaneten? Und wie es zurückkommt, wenn man das in diesen sehr einfachen Formen sieht, ergibt es für mich mehr Sinn, als wenn ich es intellektuell mit meinem Verstand lese. Das ist im Grunde, was ich mache. Ich wiedergebe quasi, was ich gelesen habe. Es ist wie bei IKEA-Möbeln. Wenn Sie sagen, man muss Teil A zu Teil B hinzufügen, ergibt das für mich keinen Sinn. Aber wenn ich sehe, wie Teil A in Teil B passt, dann wird es mir sehr klar. Und genau das ist es. Ich mache es auf die IKEA-Art. Das IKEA-Prinzip? Spiritualitätsweg, was übrigens weh tut. Hat jemand schon mal ein IKEA-Möbelstück hierin montiert? Es ist schwierig und schmerzhaft, aber machbar. Ja. Nun, lasst mich euch fragen, weil im Westen haben wir vor allem dieses Bedürfnis und wir werden mit Botschaften überhäuft. Das Streben nach Glück außerhalb von uns selbst, durch Materialismus, durch Konsum, durch die neuesten Gadgets, hat sicherlich seinen Platz. Viele dieser Dinge können als Werkzeuge dienen. Aber was oft zu spät oder vielleicht nie erkannt wird, ist die Tatsache, dass man Geld ausgeben und noch mehr Geld ausgeben kann. Man kann Ruhm erlangen. Und doch, wie ich aus meiner eigenen Erfahrung in Hollywood weiß, wo ich mit vielen großen Filmstars zusammengearbeitet habe, reicht das nicht aus. Selbst wenn man Ruhm hat, wenn man Geld hat, wenn man all diese Dinge besitzt, beginnt das wahre Glück nicht damit. Es erfordert mehr, um den Eimer zu füllen, den du zu füllen versuchst. Und erst wenn du anfängst, nach innen zu schauen, beginnst du tatsächlich diesen Eimer Stück für Stück zu füllen. Aber kannst du den Zuhörern Tipps geben, wie sie über das egoistische Denken hinwegkommen können, das Dinge von außen benötigt, um Glück und Erfüllung zu spüren und stattdessen den Blick nach innen richten? Du hast es ja schon treffend umrissen. Ich habe ein Video, vermutlich heißt es Ruhm, Macht und Reichtum, in dem ich ausführlich erkläre, dass Menschen, die oft nach diesen Dingen streben, in der Annahme, dort läge das Glück, ein inneres Loch, ein Vakuum in sich tragen. Die Botschaft ist klar. Was sie meist fühlen ist, ich bin nicht genug. Ich bin nicht genug. Das ist der Moment, wo negative Kräfte, und es gibt negative Entitäten in dieser Welt, die unsichtbar sind, uns dennoch manipulieren und beeinflussen können. Oh, ich kann dir das geben und so weiter. Ein echt freudsches Geschäft, zweifellos. Und sie können dir Reichtum geben, du kannst Ruhm und Macht erlangen, doch sobald du eine Stufe erreichst, ist es nicht genug, nie genug. Selbst die Reichsten wollen stets mehr, immer mehr. Es wird immer mehr zur Sucht. Und der Grund dafür ist, dass sie innerlich völlig erschöpft sind. Sie haben keine Energie mehr in sich. Also denken sie, dass die Energie von außen, also Geld, Macht, Reichtum und Ruhm, sie auffüllen und ihnen die nötige Energie zum Leben geben wird. Aber jedes Mal, wenn sie es haben, ist es immer noch nicht genug. Immer noch nicht genug. Es ist meistens der Fall, dass man schließlich lernt, dass die Außenwelt einem einfach nicht das geben kann, wonach man wirklich sucht. Man muss wirklich zur Quelle zurückkehren und die einzige wahre Quelle befindet sich in einem selbst. Und diese Göttlichkeit. Und dann kannst du dich umdrehen und die Energie aus der Göttlichkeit schöpfen. Du kannst dich natürlich auch auf die Energie verlassen, die dir von negativen Kräften geliehen oder gegeben wird. Aber letztendlich musst du sie zurückgeben, wie bei einem faustischen Pakt. Schlussendlich musst du ihnen dienen. Aber die meisten Menschen glauben, dass das Glück, wie ich sagte, im Äußeren liegt. Ich sage auch gerne, dass das Glück immer nur von kurzer Dauer ist. Für mich ist das Glück nur eine flüchtige Freude, ein schneller Kick. Ich bevorzuge tiefe Freude, tiefes Ekstasegefühl. Das ist unser wahres Wesen. Unser Wesen ist tiefe Freude. Und die tiefe Freude braucht eigentlich kein Glück. Glück ist für mich etwas Kurzlebiges. Aber das ist hier eine Frage der Semantik. Ich verstehe, wenn jemand das anders sieht. Und wir alle sind gerne glücklich und so weiter. Aber das Glück kommt aus der Freiheit. Wenn ich frei bin, fühle ich Glück. Erstaunlich, was Freiheit mit uns macht. Und auch, was am meisten hilft. Es ist nicht das von außen. Das andere, um in dieses positivere, vielleicht glückliche Gefühl zu kommen, ist ein sehr einfacher Schritt.
Dankbarkeit. Sei einfach dankbar für alles, was du hast, für den Computer vor dir, für deine Nase und dein Gesicht oder was dir auch immer einfällt, denn es gibt Milliarden von Menschen, die das nicht haben. Und für alles, was wir haben, seien wir dankbar. In dem Moment, in dem wir uns auf Dankbarkeit konzentrieren, können wir uns keine Sorgen machen, wir können nicht klagen, denn wir fühlen uns irgendwie in der Fülle. Je mehr wir in unserem Geist die Dinge vermehren, für die wir dankbar sind, desto mehr Fülle werden wir empfinden. Und aus dieser Fülle entsteht ein weiteres Gefühl der Freude. Für manche vielleicht sogar das Glück. Wir haben also sehr einfache Werkzeuge, um von einer negativen Denkweise in eine positivere zu gelangen. Aber wie du vorhin schon sagtest, der Hauptgrund, warum so viele Menschen wie in Hollywood so sehr nach Reichtum und Geld streben, kommt aus dem inneren Gefühl, dass mir etwas fehlt. Ich bin nicht gut genug und ich bin nicht genug. Oh ja, wie gesagt, ich arbeitete mit vielen Schauspielerinnen. Oh, mein Freund, ich traf viele und sie arbeiteten auch mit anderen zusammen. Sie verstehen es nicht. Sie haben einfach das Gefühl, es ist nie genug. Ich habe mit Oscar-Preisträgern gesprochen und gesagt, du hast einen Oscar gewonnen. Und dann, und sie so, ich war verloren. Weil du glaubst, dies sei der ultimative Preis, dass ich glücklich sein werde, sobald ich ihn besitze. Und du bist einen Tag, vielleicht eine Woche, vielleicht einen Monat froh. Doch irgendwann, es hat keine Wirkung, denn im Endeffekt ist es bedeutungslos. Im Gegensatz dazu die Liebe deines Kindes oder deines Lebensgefährten. Oder die Energie, die du daraus schöpfst, jemandem zu dienen, das ist so viel erfüllender und kraftvoller, als einen Oscar zu gewinnen. Ich konnte wiederholt mit vielen sprechen, teils auf Sendung, teils hinter den Kulissen. Die Gespräche abseits der Kameras sind meist interessanter, obwohl sie nicht öffentlich sind. Man beginnt jedoch, die Geschichten zu hören von Mangel. Sie würden sich wundern. Vorgestellter Mangel, genau. Vorgestellter Mangel im Leben, da sie nicht auf das Wesentliche achten, Fokus liegt nicht am richtigen Ort. Es ist wirklich faszinierend, wenn du, sagen wir, morgen plötzlich herausfinden würdest, dass du alles Geld der Welt hättest. Du und ich, wir beide hätten je 10 Millionen Dollar auf der Bank. US-Dollar. Wir sind fast fertig. Bei klugem Umgang mit Geld entstehen keine weiteren Sorgen. Ein Haus gehört uns. Für Essen ist gesorgt. Wir unterstützen unsere Kinder. Unsere Zukunft ist sicher. Aber manche haben 10 Millionen und wollen 100 Millionen. Nach 100 Millionen streben sie nach 1 Milliarde und dann weiter. Es gleicht fast einer Krankheit, denn ab einem gewissen Punkt, wie viel größer muss die Kiste sein, in der man lebt? Wie viel luxuriöser muss es denn sein? Dein Pferd und Wagen, der dich herumfährt. Irgendwann muss man sich fragen, brauche ich wirklich ein 500.000 $ Auto oder tut es auch ein Toyota? Es ist wirklich alles eine Frage der Perspektive. Die Leute sagen dann, was wäre, wenn man dir einen Ferrari schenken würde, nur weil dein Nachname Ferrari ist? Ich würde ihn verkaufen und mir stattdessen einen Toyota zulegen. Toyota ist übrigens kein Sponsor. Sie sind kein Sponsor von dem. Kauf einen Honda oder was auch immer. Hauptsache, es funktioniert für mich. Ich brauche nur ein Auto, das mich sicher und bequem von A nach B bringt. Fertig. Das war's. Es ist faszinierend, wie sich manche Leute in all dem verlieren. Beginne nicht erst mit Kleidung. Kannst du dir das vorstellen? Meine Familie ging neulich in einen großen Designerladen im Outlet Center und meine Kinder sahen dort eine Handtasche. Eine kleine Handtasche. 50 $ für eine kleine Handtasche. Man fragt sich, was mit diesen Leuten nicht stimmt. Meine Töchter, ist doch nur eine Tasche. Das ist Markenimage. Oh, du bist ein Mann, du verstehst das nicht. Meine Frau hätte einige Gründe, dir das zu erklären. Einige tiefe spirituelle Gründe? Ich benötige Gucci. Begreife, Gucci wurde von Jesus ins Leben gerufen. Er war es, der es erschaffen hat. Nun, das ist eben das Ding in unserer Gesellschaft. Wir fallen so leicht auf Influencer herein, eine völlig neue Sache. Aber auch Werbung, die Autos für Werbezwecke nutzt, ist ein Beispiel. In unserer kapitalistischen Gesellschaft ist das etwas, worauf wir immer wieder hereinfallen.
Es hat teilweise unserem Wirtschaftswachstum geholfen. Doch dieses Wachstum führte auch zur Zerstörung des Planeten. Also ist es eine seltsame Situation hier. Wir haben nie gelernt, bescheiden in unseren Forderungen zu sein. Und unsere Bedürfnisse, das gehört einfach nicht zu unserer Denkweise. Und daraus werden wir letztendlich lernen. Und wir lernen bereits, denn es gibt den Klimawandel, es gibt kein Wasser mehr in Kalifornien und so weiter. Also ja, es ist ernst. Denn wir betreiben Überkonsum und dieser Überkonsum ist eine Art Karma, das zu uns zurückkehrt. Und wir alle müssen daraus lernen und wir alle müssen Anpassungen vornehmen. Wenn wir nicht auf sanfte Weise lernen loszulassen, werden wir auf die harte Weise konfrontiert mit dem Unsinn, den wir selbst erschaffen haben. Aber es ist unsere Gesellschaft, die das fördert. Die Vorstellung, ich sei nicht genug, müssen wir genau beobachten. Ich denke, jeder, der dieses Video sieht, könnte fragen, ob auch ich das Gefühl habe, nicht genug zu sein. Und die einzige Person, die dir helfen kann, ist diese Seele zu füllen. Lehre ist Göttlichkeit, ist Gott. Wenn wir uns mit dieser Energie verbinden, sind wir alles. Das ist so. Es ist wichtig, dass die Zuhörer diese Frage stellen. Hast du diese Frage in dir, mein Freund? Nicht genug. Aber du wurdest genug geboren. Ja, du wurdest perfekt geboren. Es ist all der Mist, der dir von dem Moment an, als du in diese Welt kamst, aufgebürdet wurde, von deinen Eltern, deinen Freunden, deinen Kollegen, deiner Gemeinschaft, deiner Religion, durch das Fernsehen, was auch immer, all diese Programmierung, die man dir einflößen konnte. Ich habe vergessen, wer es sagte, aber es stimmt. Die ersten 7 Jahre wirst du programmiert und verbringst dann dein Leben damit, diese Programmierung zu deprogrammieren, um näher an deinen Ursprung zu gelangen, so wie du geboren wurdest. So nah wie möglich an deinen Ursprung. Und dann denkst du, bin ich nicht genug? Ich bekomme nicht die Liebe, die ich brauche, oder es fühlt sich nicht so an. Dann erschaffst du Geschichten in deinem Kopf. Sobald du diesen Geschichten Glauben schenkst, werden sie zu Dogmen in deinem Geist. Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht genug. Aber wenn du dich deprogrammierst, um die Wahrheit zu erkennen, wird das Leben, wie du sagtest, freier. Du wirst freier im Leben. Es sind die Programme, die wir aus unserer Umgebung übernommen haben. Wir sollten sie regelmäßig hinterfragen und loslassen, wenn sie nicht mehr passen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist Freiheit. Wir kehren immer wieder zurück. Unser Hauptziel ist es, frei zu werden, was bedeutet, Wertesysteme, Programme, Religionen, mit denen wir aufgewachsen sind, zu hinterfragen. Ich sage nicht, dass sie schlecht sind, sondern es geht darum, ob sie aktuell noch das Richtige für dich sind. Es gibt jetzt etwas, worüber du bereits gesprochen hast, und ich glaube, es ist ein wichtiges Thema, das wir hier wirklich angehen sollten. Das Trauern und Festhalten. Zu fest an Seelen, die gegangen oder ins Jenseits gewechselt sind, und wie man richtig trauern, loslassen, weitergehen nach Familientodesfall. Trauern, loslassen, weitergehen nach einem Familientodesfall oder anderen Ereignissen, die Risiken des Nicht-Loslassens. Können Sie das erläutern? Ja, wir glauben, dass unser Leben auf Erden das einzige ist. Wenn jemand stirbt, ist er nicht mehr Teil dieses Lebens, er existiert nicht mehr. Und falls er doch irgendwie weiter existiert, wissen wir nicht, was mit ihm passiert ist. Wie könnte er dann glücklicher sein als wir? Die Realität ist, dass keiner von uns wirklich glücklich ist. Aber das ist anders. Wir haben also große Schwierigkeiten zu verstehen, dass die andere Person, die gestorben ist, gerade ihr eigenes Leben führt, was eine Fortsetzung ihrer Bildung, ihrer Entwicklung, Evolution bedeutet. Und dann? Also neigen wir dazu zu glauben, dass sie bei uns sein sollten, hier bei uns, weil es für sie besser wäre. Aber die Wahrheit ist, dass ein längerer Verbleib auf dieser Erde sie möglicherweise mehr belasten könnte. Ein übermäßig langes Leben ist nicht zwangsläufig besser. Ein langes Leben bedeutet nicht automatisch, dass es ein erfolgreiches war. Denn es besteht die Möglichkeit, dass wir in einem langen Leben auch mehr Karma angesammelt haben. Also stirbt jeder genau zum richtigen Zeitpunkt, wie Byron Katie sagt. Es gibt keine Fehler. Obwohl ich sagen muss, wir haben immer noch den freien Willen. Wir können uns früher umbringen und es gibt auch medizinische Verfahren, die unser Leben unnötigerweise verlängern können. Aber letztendlich stirbt jeder genau dann, wenn seine Zeit abgelaufen ist. Nun, eine Seele, die geht, ist ein ewiger Geist. Also kehrt sie zurück in die geistige Welt, wo sie ihren Weg der Heimkehr fortsetzt. Aber wenn wir durch unsere übermäßige Trauer an einer Seele festhalten,
oh, er hätte nicht gehen dürfen, wie kannst du mich allein lassen und so weiter, dann spürt diese Seele alles, was wir fühlen. War sie uns sehr nahe, wie ein Familienmitglied oder ein geliebter Mensch, ein Ehepartner, dann fühlen sie unsere Trauer sehr stark und sind dadurch extrem belastet. Die Trauer, die wir empfinden, die übermäßige Trauer. Ich bin zu der Erkenntnis gelangt, dass ein gewisses Maß notwendig ist, aber das Übermäßige hält die Seele zurück. Trauern und betrauern, wenn jemand plötzlich stirbt, ist ein natürlicher Vorgang. Denn es ist, als würde mir jemand den Arm abschlagen. Ich muss mich erst darauf einstellen. Es ist eine Zeit der Anpassung, also werde ich ziemlich sauer sein. Das ist wirklich schlimm. Also ja, aber nach einer Weile sagt man sich, okay, es gibt keinen anderen Weg. Ich muss ohne meinen Arm leben. Das gehört einfach zum Leben dazu. Trauern und Betrauern sind an sich nicht schlecht. Sie sind eine Heilungsphase und notwendig. Aber die Maßlosigkeit wird dann zum Egoismus. Denn wir weinen nur um uns selbst. Wir weinen nie um die andere Seele, denn keiner von uns weiß, was mit ihnen geschieht. Höchstwahrscheinlich geht es ihnen viel besser, besonders wenn sie krank waren. Sie sind jetzt nicht mehr krank. Sie geht es jetzt besser. Aber wir weinen und bemitleiden uns selbst. Es ist ein völlig selbstverliebter Prozess, wenn er zu lange andauert. Und genau hier liegt die Gefahr. Und deshalb mache ich dieses Video über Trauer und Leid, dass wir die Seelen auf der anderen Seite zurückhalten und sie nicht weiterkommen können und sie fühlen sich so leid. Jetzt ich auch. Mir wurde auf meinem spirituellen, mystischen Weg geraten, nicht zu versuchen, mit der Seele, die gegangen ist, zu kommunizieren. Ich weiß, viele andere glauben anders und das ist in Ordnung, aber der Grund dafür ist, dass manche dieser Seelen vielleicht nicht unbedingt stark oder fokussiert sind und beginnen könnten, sich an uns zu binden. Und aus diesem Grund ist der einzige Weg, den ich vorschlagen möchte, zu Christus oder zu Gott zu gehen und ihn für uns mit dieser Seele sprechen zu lassen. Lasst Gott oder Christus zwischen euch und der Seele, die gegangen ist, treten, sodass kein direkter Kontakt mehr möglich ist. Bittet Christus, eure Liebe zu dieser Person zu übermitteln. Was auch immer ihr sagen möchtet, müsst ihr trotzdem tun. Und vertraut darauf, dass diese Energie es in eurem Namen tut, das wird euch schützen. Und stellt auch sicher, dass die Botschaft, die ihr für diese Seele habt, an sie weitergegeben wird. Das sind die kleinen Dinge, die ich mir gerne vorstelle. Und es gibt noch einen anderen Grund, warum Menschen oft übermäßig trauern, weil sie denken, sie hätten dem Verstorbenen nicht gesagt, dass sie ihn lieben. Das hat mir Dr. Kübler-Ross beigebracht und deshalb habe ich mein Buch geschrieben, Ich werde dich immer lieben, das ein Bestseller ist. Im Kern geht es um das Ungesagte. Wenn Menschen fühlen, sie hätten es nicht ausgedrückt. Sie sind wie das Paar, das nie Ich liebe dich sagt. Dann stirbt einer, obwohl sie sich nicht leiden konnten und stritten. Plötzlich idealisiert die Witwe ihn. Er war so wunderbar. Sie sagte nie Ich liebe dich, doch in Gedanken ist es noch möglich, auch wenn die Person verstorben ist. Du kannst es durch Christus sagen und es aussprechen, schau, ich möchte, dass er weiß, dass ich ihn liebe und so weiter. Und natürlich ist es auch sehr schwierig. Und ich bekomme viele, viele Briefe in den letzten Jahren, zunehmend von Eltern, deren Kinder Selbstmord begangen haben. Das ist also sehr schwieriges Thema. Und ich kann das verstehen, denn sie sind darauf nicht vorbereitet. Und wenn eine ältere Person stirbt, sagen wir, irgendwann ist es soweit. Aber wenn ein junger Mensch sich das Leben nimmt, ist da auch so viel Schuldgefühl dabei und so weiter. Es sind so viele Emotionen in dieser Situation. Also haben wir es wirklich mit einer sehr schwierigen Lage zu tun und ich verstehe vollkommen, dass Trauern oder einen Weg zu finden, mit der Situation umzugehen, sehr schwierig ist. Aber wir haben unseren Tröster in uns. Keiner von uns ist allein. Kipka lehrt, wir müssen den Weg nicht allein beschreiten. In uns ist Christus oder Gott und wir können kommunizieren. Wenn wir diese Beziehung nicht haben, vielleicht ist es an der Zeit, darüber nachzudenken, diese Beziehung zum Göttlichen zu entwickeln, denn früher oder später wird es jeder müssen. Also bisher hat vielleicht unser Ego gesagt, ach, ich brauche diesen Gottkram oder Christkram nicht. Das überlasse ich meiner Tante. Sie glaubt an all das Zeug. Ich nicht. In Ordnung. Aber letztendlich wirst du es müssen und zurückkehren zur Liebe. Ich bin überzeugt, dass das beste Gleichnis, das Christus erzählte, das vom verlorenen Sohn ist. Der Sohn verlässt den reichen Vater, fordert sein Erbe und zieht in die Welt. Er verschwendet alles und häuft Karma an, bis er bei Schweinen schlafen muss, um zu überleben. Da erinnert er sich, dass selbst die Diener seines Vaters besser leben. Er beschließt heimzukehren und bittet, als Diener aufgenommen zu werden.
Der Vater ist bei seiner Rückkehr überglücklich, umarmt ihn und feiert ein großes Fest. Diese Geschichte spiegelt unser Leben wider. Letztlich sollten wir die väterliche Liebe und Energie annehmen. Ich meine nicht den menschlichen Vater, sondern jemanden, der größer ist als wir. Diese Energie ist stets bei uns. Sie will, dass wir heimkehren. Sie bietet uns jegliche nötige Unterstützung. Wir müssen nur in uns gehen und um diese Hilfe bitten, damit sie uns den Weg weist. Ich erinnere mich an eines der mächtigsten Dinge, die ich je hatte. Als ich jung war und eine dieser zerbrochenen Beziehungen hatte und ich war am Boden zerstört und so weiter, wissen Sie, diese verrückte Schwärmerei, ich meine, heute lache ich darüber, aber damals war ich jung. Ich war dumm. Ich bin immer noch dumm, aber nicht mehr jung, damals. Und ich denke, ich war einfach am Boden zerstört und ich war gut. Ich lag weinend im Bett und so weiter. Und plötzlich erinnere ich mich an die Worte unseres Vaters, dein Wille geschehe. Und ich sagte diese Worte durch die Tränen hindurch, dein Wille geschehe. In Ordnung, du weißt es besser. Du, ich überlasse es dir. In diesem Moment sagte ich es. Es kam eine Welle von Energie über mich, als hätten sie nur darauf gewartet, dass ich das erkenne. Und ich war in diesem Augenblick so geheilt, dass ich den plötzlichen Wandel nicht fassen konnte, wenn man plötzlich sagt, dein Wille geschehe, die völlige Hingabe an eine Energie, die mehr über mein Leben weiß, als ich je wissen werde und die viel besser weiß, was gut für mich ist. Und diese Hingabe ist so kraftvoll. Und deshalb sage ich, wenn du die intensive Beziehung zum Göttlichen, erwäge sie zu vertiefen. Es mag eine Zeit kommen, wo es auf der Erde härter wird, und dann wird diese Verbindung nötig. Je früher du beginnst, desto besser. Du hast etwas wirklich Interessantes gesagt und ich habe noch nie jemanden darüber sprechen hören. Du sagtest, die Seele lebt weiter. Ihre Entwicklung geht auch anderswo weiter. Du meintest, es sei hier quasi ein Intensivkurs zum Lernen. Doch es gibt auch langsameren Lernprozess auf der anderen Seite. Kannst du das näher erläutern? Das Konzept ist mir neu. Mich interessiert, was mit Seelen passiert, wenn sie auf der anderen Seite sind. Existiert dort eine Bar, wo sie sich treffen, trinken und über ihr Leben reden? Schauen sie Filme? Beobachten sie uns, weil wir verdammt unterhaltsam sind? Was geschieht auf der anderen Seite? Ich hörte etwas. In den Nahtoderfahrungen, ich habe gehört, dass einige davon berichtet haben, wie eine Art schulähnliche Umgebung mit verschiedenen Räumen, in die sie gehen können. Ich würde gerne hören, was du auf deinen Reisen gelernt hast. Alles oben genannte. Es gibt Bars, es gibt auch Kinos und Musik. Ja, sie existieren, denn sie sind auf unserem Planeten Erde. Es gibt zahlreiche erdgebundene Seelen, möglicherweise so viele wie 8 Milliarden Menschen. Sie umgeben uns, Seelen, die nicht in höhere Ebenen aufsteigen konnten und glauben, dass das irdische Leben alles ist. Diese Seelen sind unter uns und beeinflussen uns. Wenn sie das tun, Drogensehnsüchte oder Ähnliches können uns beeinflussen und in uns wirken. Ich habe ein Video darüber betitelt Geisterbesessenheit. Geisterbesessenheit ist so eine mächtige und gegenwärtige Situation. Die meisten Menschen sind sich dessen nicht einmal bewusst. Viele Suizide resultieren auch aus Geisterbesessenheit und vielen anderen Dingen. Also haben wir Seelen, die gestorben sind, erdgebunden. Sie sind nicht weiter gezogen, weil sie nicht genug aufgeklärt sind. Ihre Schwingung ist zu niedrig. Sie denken, das ist alles. Und sie hängen auch an ihren Lastern. Und um die Laster auszuleben, brauchen sie einen physischen Körper. Da sie keinen physischen Körper mehr haben, nutzen sie den physischen Körper von dir und mir und bringen mich dazu, dies zu tun. Oh, ich brauche einen Drink und dann gehe ich etwas trinken und trinke und so weiter. Und sie nutzen diese Energie. Sie heften sich tatsächlich an den Nacken und benutzen uns, um den Drink, den Alkohol zu genießen. Also werden wir von der Sphärenwesenheit manipuliert, aber das ist eine Minderheit. Es ist nicht die Mehrheit. Die Mehrheit steigt in die höheren Sphären auf und in meinem Video habe ich es erklärt, hauptsächlich 7 Ebenen spiritueller Schichten. Die niedrigste Form ist materiell. Materie ist nichts anderes als Schwingung. Es gibt nichts anderes. Ich meine, wir sprechen nur über Schwingungen. Die höchste Lebensform, göttliche Liebe, ist Schwingung. Die niedrigste Form, irdische Materie, ist ebenfalls nichts anderes als Schwingung. Wir sprechen nur über Schwingungen. So sind sie also. Je nachdem, wie die Schwingung ihrer Seele beschaffen ist, zieht Gleiches Gleiches an.
Sie gelangen in die verschiedenen Ebenen, die ihrer Art von Energie entsprechen. Also dort sind sie. Im Grunde werden nach ihrem physischen Tod hierher wechseln. Und sie sind umgeben von Seelen mit ähnlichen Ansichten. Und je stärker unser Glaubenssystem ist, desto stärker sind die Seelen mit ähnlichem Glauben. Wenn ich zum Beispiel ein sehr überzeugter Muslim bin und so weiter, ein Terrorist, dann werde ich sofort zu solchen Menschen versetzt, die ähnlich denken. Wenn ich ein sehr kapitalistisches Leben führe und nur Geld zählt, könnte es sein, dass ich zu Kapitalisten komme. Wenn ich eine andere Religion lebe, was auch immer, mein stärkster Glaube ist, das bestimmt meistens sehr, wo ich landen werde, unter welcher Art von Seelen ich zu der Zeit sein werde. Dort setzt sich die Bildung fort und das Wachstum geht weiter. Der kausale Computer, der uns unser Karma zurückbringt, wird mir weiterhin mein Karma zukommen lassen. Ich werde Schmerz und Leid ertragen, wie auf der Erde, aber es wird länger dauern. Ziel ist es, letztlich zur Quellenenergie, zu Gott, in die absolute Wirklichkeit zurückzukehren, ohne unsere Identität als Seele oder geistiges Wesen zu verlieren. Wir lösen uns nicht wie in östlichen Lehren in den Strom Gottes auf, wo wir plötzlich niemand oder alles werden oder ganz von vorne beginnen. Nein, wir sind ewige Wesen. Wir sind ewig erschaffen und kehren zurück zu unserem engelhaften Zustand. Das war sehr lang, oder? Entschuldigung. Nein, es ist perfekt. Es macht wirklich Spaß. Eine interessante Perspektive. Je nachdem, als Jesus oder Buddha starben, waren sie auf einem anderen Level. Sie erreichten eine sehr hohe Schwingungsfrequenz und wurden zu wandelnden Meistern. Sie stiegen auf zu höheren Schwingungsebenen. Meinen Lehren zufolge gibt es noch höhere Ebenen, als das Christusbewusstsein anfangs erreichte. Es existieren Ebenen über Ebenen, die wir noch nicht verstehen, weil unsere Entwicklung noch nicht so weit fortgeschritten ist. Das Christusbewusstsein war jedoch weit höher als das von irgendjemandem auf dieser Erdebene. Er hat uns, zusammen mit anderen zurückgekehrten Meistern, langsam geholfen, die Schwingung des gesamten Planeten zu erhöhen, was, wie ich verstehe, gerade geschieht. Das Erwachen findet statt. Gespräche wie dieses werden zunehmend Mainstream und die Menschen suchen danach, im Gegensatz zum Mittelalter, wo wir beide auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden wären. Ja, es findet definitiv ein Erwachen statt, daran besteht kein Zweifel. Aber es kehrt auch eine Menge Karma zurück auf eine große, chaotische Weise. Alles kommt jetzt auf den Tisch, denn es ist Zeit aufzuräumen. Und so hart es auch aussehen mag, es ist etwas, das wir annehmen und unser Bestes geben sollten. Aber wir haben immer diese Lehren, die uns ständig gegeben werden und was gibt es sonst noch? Es steckt alles in uns. Das ist die Sache. Es ist nicht wirklich außerhalb von uns. Es ist alles in uns. Wenn wir lernen, ruhig und still zu sein, wie du sagtest, durch Meditation. Alles Nötige wissen wir täglich, da es für jeden anders ist. Täglich begegnen wir verschiedenen Herausforderungen. Doch in uns finden wir Anleitung für jede Herausforderung. Wir sind nie allein und erhalten ständige Führung und Unterstützung. Jetzt stelle ich Ihnen wie bei allen Gästen ein paar Fragen. Was ist Ihre Definition guten Lebens? Ein gutes Leben bedeutet, nach Freiheit zu streben, sich von allem zu befreien, was mich negativ an diesen Planeten, die Erde, bindet. Es bedeutet nicht, frei von meiner geliebten Person zu sein, denn Liebe ist keine Fessel, sondern eine Verbindung. Das ist anders. Aber alles, was mich fesselt, wie Gewohnheiten und Glaubensmuster, was auch immer mich an diesen Planeten bindet, davon soll ich mich befreien. Also ist die Antwort, frei zu werden. Noch einmal, wie definierst du Gott? Gott ist allumfassende Liebe, der allmächtige Geist mit vielen Namen, wie mein Video Alles ist Energie zeigt. Weil unser Wortschatz ist ziemlich begrenzt, um ein wahres Wort für Gott zu finden. Aber wir haben verschiedene Namen. Wir sprechen vom Heiligen Geist, von der Göttlichkeit, von der Ätherkraft, der Lebensenergie, vielen, vielen Begriffen dafür. Das ist für mich, was ein Gott ist. Das ist im Grunde, woher wir kommen, woraus wir gemacht sind und wohin wir zurückkehren. Was ist der letztendliche Sinn des Lebens? Der letzte Sinn des Lebens ist ewige Evolution. Nicht nur wir selbst, sondern die gesamte Schöpfung wird fortwährend erschaffen, entwickelt sich weiter, weiter und weiter. Sobald wir zurück sind, sind wir Teil dieser Entwicklung. Und die gesamte Realität entwickelt sich stetig weiter und wird immer größer und größer. Und wir sind ein Teil davon. Wir sind Teil dieses unglaublich spannenden Prozesses,
des Zurückkehrens zur Schöpfung, wo mehr Planeten und alles kontinuierlich erschaffen wird und es wächst stetig weiter. Wachsendes Bewusstsein, wachsende Intelligenz, wachsendes Bewusstsein, das ist sehr aufregend. Und Hans, wo können Menschen mehr über dich und deine Tätigkeit erfahren? Nun, ich habe meine Webseite lifeexplained.com oder ihr findet mich auch auf hanswilhelm.com und natürlich auf dem YouTube-Kanal. Wenn ihr meinen Namen eingebt, sollte es erscheinen, falls jemand möchte. Haben Sie noch abschließende Worte für unser Publikum? Abschließende Worte? Denkt immer an Dankbarkeit, Dankbarkeit, Dankbarkeit. Wenn ihr dieses Programm jetzt ausschaltet, schließt eure Augen. Denkt an 10 Dinge, für die ihr dankbar seid, dankbar seid, dankbar seid. Nicht nur wegen eurer Partner, weil ihr sie habt. Findet 3 oder 5 Gründe, warum euer Partner, eine nahestehende Person oder der Hund in eurem Leben so wunderbar ist. Entdeckt 5 Aspekte, die ihre Besonderheit ausmachen. Zählt sie nicht nur auf, sondern empfindet Dankbarkeit. Und bemerkt, wie sich euer Gefühl nach dieser einfachen Übung wandelt. Hans, ich danke dir herzlich für dieses wunderbare Gespräch und ich hoffe, es hilft Menschen weltweit, die zuhören. Mein Freund, ich danke dir nicht nur dafür, dass du gekommen bist und dein Wissen sowie deine Weisheit mit uns geteilt hast, sondern auch für die Arbeit, die du in der Welt, Freund. Ich schätze dich sehr. Vielen Dank, Alex. Es war mir eine große Ehre und Freude, bei dir zu sein. Bleib gesund. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren und vergessen Sie nicht zu abonnieren.